Moin und herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal Richtung Himmelblau. Ich bin immer noch im Caravan-Salon und immer noch bei Cargo Clips. Großartig. Ich komme nicht mehr weg, weil ich bin auch begeistert. Und jetzt dürfen wir uns mal das Auto vom Thomas angucken, habe ich gehört. Das ist euer Vertriebsleiter und der hat sich selber ein Auto so gebaut, wie er sich das am liebsten vorstellt. Aber halt natürlich auch wieder mit euren bekannten Möbeln, mit den Cargo-Clip-Möbeln, die ich da jederzeit auch wieder rein und rausbauen kann. So ist es. Ne? Und ich glaube, das Besondere, hast du gesagt, der fährt gerne irgendwann mal nach Italien oder irgendwo hin, wo es wärmer ist. Deswegen hat er halt zwei Schlafmöglichkeiten. Eine unten, eine oben. Genau. Einmal mit dem werkseitigen Aufstelldach von MAN und hinten unten Querschläfer mit Verbreiterungsohren verbaut. Ist aber, und das muss ich dazu sagen, ein Auto für zwei Personen. Genau, so ist es. Von außen sieht man gleich was ganz Besonderes, was auch ins Auge sticht. Wir haben hier voll Raptor-Lackierung am Fahrzeug. Olivgrün und schwarz, matt schwarz kombiniert. Sieht man nicht jeden Tag. Jeder, der vorbeikommt, greift das Auto an und in Wahrheit gefällt es auch jedem. Ja, absolut. Die Farbe ist auch schön, muss man sagen. Ne? Die Farbe ist sehr schön, ja. Schaut definitiv. echt gut aus. Und man kann halt auch schön im Wald stehen und fällt nicht so auf. Genau, in der Nacht sieht man ihn gar nicht mehr. Ja, genau. So ist es. Hinten im Heckbereich sieht man ganz gut, wie er sich das gestaltet hat mit seinem Bikeauszug, die Fahrradgarage, dass er seine Fahrräder im Fahrzeug transportieren kann. Und darüber, wie gesagt, das Bett als Querschläfer mit, ich glaube, 1,92 Meter mal 1,40 Meter oder was Liegefläche hat. Ja, wir haben das jetzt so betont mit dem Thomas, aber in der Theorie ist alles, was ich jetzt hier sehe, auch so bei euch zu bestellen, oder? So ist es, genau. Ja. Okay, also wenn ich jetzt halt auch in der Theorie so ein teures Fahrrad habe und das da unter meinem Bett haben will, dann kann ich das genauso auch bei euch konfigurieren. Und wenn ich sage, ich möchte das Auto genauso, wie es der Thomas hat, dann bauen wir es genauso, wie es der Thomas hat. Da ist er dann auch nicht sauer? Nein, ich denke nicht. Ist ja eigentlich eine Ehrung an ihn, dass man sein Fahrzeug, weil es so gut durchdacht ist, nachbauen möchte. Absolut, ja, hast auch wieder recht. Genau, das stimmt. Okay, also hier ist es Querschlafen unten. Genau. Bei schlechterem Wetter. Genau. Da haben wir in dem Fall eine mobile Induktionsplatte, die ich innen und außen verwenden kann. Er hat gleich noch hier außen an der Küche die Steckdose dafür, dass er einfach hier auf dem Tisch draußen kochen kann, dass er im Freien ist damit. Das ist aber auch wieder dann nur, wenn du einen Landstromanschluss hast, ne? Genau. Ja. Ja. Er hat trotzdem zusätzlich drinnen den Primus-Gaskocher mit 2 Flammen noch verbaut. Sind wir erinnern, auch Risseiche ist in dem Fall aktuell, glaube ich, gerade fast eines unserer gängigsten Furnierarten. Vielleicht kannst du uns gleich im Anschluss nochmal, also für alle, die es interessiert, klickt nicht weg, die Furnierarten zeigen. Denn ich habe vorhin gesehen, ihr habt da auch so kleine Mustertafeln, wo man das mal angucken kann. Genau. Risseiche, aber in Natur geölt, nicht wie im anderen Fahrzeug weiß, sondern naturbelassen, auch eine schöne Optik. Mit den Hängeschränken oben, großen Kühlschrank von Dometic mit 90 Liter, in beide Richtungen zu öffnen, mit der Türe. Ja, da auch unsere Loungebox, wo wir in dem Fall eine Trenntoilette, ein Trellino verbaut haben. Also hier geht sie auf. Ah, ja, okay. Dass die da versteckt ist. Ja. Oder eben, wenn ich mal hier mit noch jemandem extra sitzen möchte. Ach, multifunktional, das gefällt mir natürlich sehr, sehr gut. Ja, sehr schön. Genau. Gut, was haben wir noch? Der Tisch sieht auch so aus, als wenn ich den noch ausfahren kann, als wenn ich den länger machen könnte. Den Tisch kann man quasi zum Verlängern ausdrehen sozusagen. Auch sehr schön, genau. Dann können halt auch beide Personen hier vorne
sitzen und essen. Oder ich kann es halt auch gleichzeitig noch als Arbeitsplatz nehmen und meinen Laptop draufstellen. Ne? So ist es, ja. Ja. Sehr praktisch. Küchenmodul. Der Küchenblock ist sehr ähnlich dem, den wir draußen vorgestellt haben. Sonst, ja, die Besonderheit ist halt hier, haben wir die Trennwand unten noch reingebaut für den Bike-Auszug, dass das ein eigener Bereich ist, abgetrennt vom Wohnbereich, einfach optisch auch. Ja. Und du hast schon gesagt, wenn du das jetzt mit 2 Leuten ein- und ausbaust, brauchst du ungefähr... Ich würde sagen, ich bin zu zweit, also ich mit einem zweiten hätte ich so in 1,5 Stunden alles heraus. Okay. Das ist ja auch noch dafür, dass man dann so ein schönes Wohnmobil hat, auf jeden Fall im Rahmen. Ne? Ja, sehr schön. Ist in der Tat natürlich für 2 Personen gedacht. Klar. Dadurch wirkt es auch großzügiger hier in dem Bereich. Und hier oben geht es dann in die Sommerresidenz, ne? Genau. Ja, genau. Es ist auch eine nette Idee, wenn es halt im Fahrzeug zu warm ist oder man landschaftlich einfach toll steht, dass man dann auf dem Fahrzeug schlafen kann. Wobei, ich sage immer, für mich ist so ein Aufstelldach, zumindest mit dem Zeltbalg, nichts, weil wir zu oft bei schlechtem Wetter unterwegs sind. Und wir lieben den Norden. Wir fahren eher lieber immer in den Norden und sind nicht so häufig in den wärmeren Regionen. Aber das kann ja jeder für sich selber dann entscheiden. Ne? So ist es. Absolut. Ja, auch ein sehr, sehr schönes Fahrzeug. Gefällt mir auch gut. Dürfte ich mir aber nicht kaufen, weil der Platz für die Lütte würde fehlen. Ne? Hier haben wir im Prinzip jetzt unsere Holzmuster mit den unterschiedlichen Echtholzfurnieren, die wir, ich sage mal, das sind so, die wir standardmäßig eigentlich lagernd haben. Wir haben natürlich die Möglichkeit, dass wir auf Wunsch jegliches Echtholzfurnier auch bestellen lassen und unsere Platten damit, also auf unsere Platten aufleimen lassen. Das wäre Buchenfurnier, in dem Fall naturgeölt, ist es Standard, wenn man unser Grundsystem nimmt, was ohne Aufpreis dabei ist. Bei den anderen Echtholzfurnieren, also so wie Eiche, Nussbaum oder was, haben wir einen Aufpreis, weil einfach das Holz wesentlich teurer ist als die Buche. Das haben wir hier Natur oder in Weiß geölt. Das kann man sich entscheiden, was man möchte. Das ist mal das Erste. Grundsätzlich, man hört ja die ganze Zeit, es gibt Probleme gerade mit Holzlieferungen und so. Wie sieht das bei euch aus? Bei uns ist eigentlich kein Problem, weil wir relativ große Abnahmemengen haben und auch Verträge. Das heißt, wir bestellen mehr und rufen es dann ab, wenn wir es brauchen, haben eigentlich keine Lieferschwierigkeiten aktuell. Und wie ist das grundsätzlich mit der Lieferung von so einem Auto, wenn ich das für mich selber konfiguriere? Wir sind jetzt circa auf ein Jahr ausgebucht. Das heißt, ab Bestellung haben wir circa ein Jahr Lieferzeit. Okay. Kommt auch darauf an, was für Fahrzeug, weil zum Beispiel der MAN Allrad aktuell nicht bestellbar ist durch den Modellwechsel. Aber so in der Regel ein Jahr. Ja. Gut. Dann gehen wir weiter. Das ist Risseiche, wie wir es ja auch beim Thomas im Auto schon gesehen haben. Naturgeölt, wo wir einfach die natürlichen Äste und die Risse, die entstehen, die werden schwarz ausgekittet, dann schön glatt geschliffen und dann wird das Ganze geölt. Gibt einfach ein bisschen einen rustikaleren Look rein, sage ich einmal. Auf der Rückseite sieht man die schlichte Eiche, also ohne quasi astrein, ohne Holzfehler drinnen. Kann man auch machen, ist halt, ich finde es fast ein bisschen fad. Ja, das wären die zwei. Dann haben wir dasselbe, Risseiche, nur halt in Weiß geölt. Auch auf der Rückseite schlichte Eiche, weiß geölt. Wenn man das von der Struktur her mag, kann man das auch nehmen. Dann hätten wir hier die Zirbe. Hat einen ganz eigenen Geruch, macht ein ganz eigenes Raumklima im Auto.
Von der Optik her gefällt es mir auch recht gut. Wie gesagt, jeder kann das für sich wählen, was ihm am besten gefällt. Und dann haben wir zum Schluss noch amerikanischen Nussbaum. Sehr dunkel, auch schön. Meistens sind es die Frauen, die dann sagen, es ist ihnen zu dunkel im Auto. Muss man auch für sich selbst entscheiden, wie man es einfach im Fahrzeug am liebsten hat. Ich kann ja gleich nochmal ein Bild von dem Dunklen zeigen, dass man das einmal sieht, ja, dass man das selber beurteilen kann. Ja. Aber vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank fürs Vorstellen. Da sind auf jeden Fall sehr schöne Dekore mit bei. Ich glaube, hier werden schon ziemlich viele Wünsche erfüllt. Ja, ich denke, man wird fündig. Super. Danke dir. Nein, muss ich